Hallo und herzlich willkommen zu How to D-Day Event Part Nummer 2. In diesem Video werde ich euch erklären, wie ihr das D-Day Event am besten fahren könnt, auf was ihr achten müsst und wie ihr eure 5 Sterne holt. Schiffsvorschläge sowie Informationen zu den Geheimdienstdaten findet ihr in Part Nummer 1. Damit starten wir rein in das Unternehmen Angriff auf Omaha Beach. Wie ihr seht, wir sind in einer 4er-Divi unterwegs. Klar ist es so bei diesem Event, umso größer die Divi, umso einfacher ist es, weil ihr euch absprechen könnt und da die Ziele mit gutem Teamplay einfacher abhaken könnt. Zu Beginn habt ihr gesehen, könnt ihr nochmal eure Geheimdienstberichte anpassen. Also wenn da noch Bedarf ist, nutzt es, drückt auf die H-Taste und zieht sie euch nochmal in die entsprechenden Slots. Jetzt am Anfang müssen wir erstmal die Mannschaften von den Schiffen retten. Ihr seht auf der Minimap die Positionen dieser Schiffe und deswegen schaut erstmal, dass ihr da in die, ich nenne sie mal Cap-Kreise fahrt und die alle rettet, weil damit habt ihr die Hauptaufgabe abgeschlossen und die Mission schon einmal gewonnen. Um jetzt die 5 Sterne zu kriegen, müsst ihr als erstes die Nebenaufgabe erfüllen, dass ihr alle Schnellboote vernichtet. Die sind auch gleich am Anfang sehr nervig, kommen auf euch zugepusht und ihr müsst schauen, die schnellstmöglich rauszuschießen, bevor sie euch mit Torps attackieren können. Die setzen auch immer wieder Smoke, tun sich da drin ein bisschen verstecken. Deswegen ist da eine Atlanta ganz gut, weil ihr mit Radar die dementsprechend aufmachen könnt. Schaut auch immer auf die Minenfelder, die jetzt spawnen. Tut die am besten nebenher noch vernichten. Zum einen habt ihr damit bessere Manövrierbarkeit, bessere Freiräume, um Torpedos zu dodgen. Zum anderen kriegt ihr damit auch nochmal ein bisschen Zusatz-EP mit aufs Konto. Der Flugplatz ist auch wieder am Start, da werden immer wieder Flugzeuge kommen, Torpedobomber, dann die Bomber, die die Minenfelder droppen und die AP-Rockets. Auf die AP-Rockets würde ich wirklich massiv aufpassen, weil die, wenn ihr da Broadside zeigt, sehr unangenehm sind. Torpedobomber kann man relativ gut dodgen, da müsst ihr aufpassen, wenn die gedroppt werden. Die droppen relativ weit vor euch, sind relativ langsam, deswegen einfach bremsen und reindrehen und damit könnt ihr die dann gut dodgen. Wenn ihr so ein bisschen über die Mitte der Map seid, kommt dann die nächste Gruppe an Schnellbooten. Die solltet ihr auch wieder relativ schnell eliminieren und währenddessen, wie schon gesagt, die Hauptaufgabe abschließen, dass ihr alle Schiffsmannschaften evakuiert. Dann als nächstes ist es noch zu wissen, dass ihr mit mindestens der Hälfte eurer Teammates überleben müsst, um einen weiteren Stern zu bekommen. Das heißt, um am Ende den Stern zu safen, braucht ihr mindestens 3 Leute von euch am Leben. Nochmal wichtig, vergessen viele. Wir haben jetzt die Hauptaufgabe abgeschlossen und auch die erste Nebenaufgabe abgeschlossen. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Das heißt, als nächstes müssen wir uns auf die Zerstörergruppen vorbereiten mit dem Reparaturschiff sowie auf die Küstenbefestigungen. Also nächster Step, erstmal die Zerstörer rausnehmen, währenddessen auf jeden Fall auf die Flugzeuge achten, auf die Minenfelder achten. Schaut auch da, dass ihr euch ein bisschen verteilt, damit ihr alle DDs gleichzeitig beschießen könnt. Und dann wird es wichtig sein, danach am besten die Küstengeschütze zu vernichten. Ihr seht, diese Zerstörer treffen relativ gut und haben auch eine
gute Panzerung im Sinne von, ihr macht nicht so viel Damage, wie ihr normalerweise auf DDs machen würdet. Ihr seht es hier, ich habe ganz gute Salven, aber diese DDs sind relativ tanky, was das angeht. Des Weiteren passt auf die Torps auf. Die setzen auch immer wieder Smokes, verstecken sich da drin, schießen da raus und haben auch Hydro mit dabei. Also da auf jeden Fall vorsichtig sein und sich da nicht in Crossfire begeben, beziehungsweise auch in Cross-Torping begeben, weil die können euch wirklich sehr schnell rausnehmen. Die Brandchance von denen ist auch sehr, sehr gut. Ihr merkt schon, ich brenne immer wieder. Relativ unangenehm. Und wir versuchen jetzt auch erstmal die DDs rauszufokussen. Wartet noch mit dem Reparaturschiff, weil das schießt ja nicht zurück. Das könnt ihr im Nachhinein in aller Ruhe dann killen. Zum einen ist es ganz gut, wenn man ein bisschen weiter hinten die erstmal bekämpft, weil ihr verhindert damit, dass ihr von den Küstengeschützen parallel noch beschossen werdet. Weil das kann zusätzlich auch noch unangenehm sein, weil die treffen auch nicht gerade schlecht. Man sieht auch hier, man verliert sehr, sehr viel HP in diesen Fights. Gerade wenn man von diesen DDs gefokust wird, ist es doch echt unangenehm. Da muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in zu viele parallel reinfährt. Ihr seht, wir haben jetzt fast die komplette Seite gecleart. Es ist noch ein DD da, der hat sich, wie ich schon erzählt habe, auch im Smoke versteckt. Deswegen da ein bisschen aufpassen. Wenn ihr auf die Küstenbefestigungen schießt, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit AP, mit der Atlanta, könnt ihr guten Damage machen. Wenn ihr den Perk mit den Geheimdienstdaten habt für den besseren HE-Damage, könnt ihr auch HE schießen, ist kein Thema, aber wie gesagt, mit AP funktioniert das auch ganz gut. Da ist nochmal der letzte Zerstörer. Den versuchen wir jetzt auch schnellstmöglich rauszuschießen. Und damit können wir dann auch den Haken unter den nächsten Stern machen. Damit Küstengeschütze ausgeschaltet und auch die Zerstörer gekillt. Und jetzt bleibt nur noch der letzte Stern, den ihr abschließen müsst. Das heißt, die Landungsschiffe zu begleiten. Wenn ihr die DDs und die Küstengeschütze rechtzeitig zerstört habt, heißt es umdrehen und die Minenfelder räumen. Weil diese jetzt hier immer wieder spawnen in den Fahrwegen der Landungsboote. Und wenn ihr da eure 5 ans Ziel bringen wollt, dann müsst ihr diese Minenfelder auf jeden Fall schnellstmöglich auch clearen. Man muss auch zu den Minenfeldern sagen, die sind ein bisschen, ich nenne es mal toxisch, weil die wandern auch. Das werdet ihr wahrscheinlich dann auch gleich mal sehen. Die ploppen dann auf und wandern ein bisschen. Deswegen, gerade was in Bezug auf die Minenfelder clearen angeht, nimmt er die Geheimdienstdaten für den größeren Splash mit. Hilft euch auf jeden Fall beim Clearen dieser Minenfelder. Auch die Atlanta ist mit den Wasserbomben da wirklich gut unterwegs. Zu den Minenfeldern kommen noch die Flugzeuge hinzu. Die spawnen auch immer mal wieder und können im Zweifelsfall auch das ein oder andere Landungsboot hier finishen. Deswegen da Vorsicht. Zu den Minenfeldern noch der Hinweis, ihr habt gerade gesehen, die sind auf der Minimap nicht wirklich sichtbar. Und deswegen müsst ihr die proaktiv erstmal
spotten, um sie dann wegräumen zu können. Im Normalfall habt ihr auch genügend Zeit. Ihr seht, die Landungsboote sind jetzt nicht so furchtbar schnell. Also das müsste normalerweise easy rausgehen. Und ihr seht, ihr habt 8 Landungsboote und von denen müssen es 5 schaffen. Das ist auf jeden Fall machbar. Und jetzt sieht man hier, wie sich dieses Minenfeld bewegt. Also zum einen wird es größer, klar. Das ist ja normal, aber es wandert so ein bisschen nach oben. Und deswegen müsst ihr da halt ein bisschen drauf achten, dass ihr da schön die Minenfelder, Korridore freiräumt. Weil die Landungsboote dodgen die auch nicht, die fahren einfach gerade drüber und lassen sich da ganz einfach abholen. Sonst gibt es zum D-Day-Event eigentlich nie viel zu sagen. Das Wichtige ist, zum einen erstmal die Schiffswracks bergen, dann die Schnellboote vernichten, dann die Zerstörer vernichten, dann die Küstengeschütze. Wichtig nochmal zu sagen, es müssen mindestens 3 Leute von 6 Leuten aus eurem Team überleben. Sonst verliert ihr da auch einen Stern. Und wenn ihr dann noch die Landungsboote ins Ziel bekommt, könnt ihr eure volle Sternausbeute euch einverleiben. Ich würde sagen, wir springen jetzt schon mal zum Endscreen, weil wir es in dem Modus geschafft haben, die Landungsboote an den Strand zu bringen, die 5, die wir brauchen. Was hier auch ganz lustig ist, ich sorge dafür, dass das Landungsboot um eine Mine drumherum fährt. Auch ganz witzig. Und auch zeitlich gesehen müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Es reicht von der Zeit her locker mit den Angriffsschiffen. Also die Mission ist so getimed, dass die Landungsboote den Strand auf jeden Fall in der vorgegebenen Zeit erreichen. Schauen wir zum Endscreen. Da sind wir auch schon im Endscreen. Wir haben dieses Event gewonnen, indem wir die Hauptaufgabe erfüllt haben. Habt ihr gesehen, ihr müsst, wie gesagt, nur die Schiffe retten, alle weiteren Nebenaufgaben erfüllen und dann bekommt ihr zum erfolgreichen Event auch die maximale Anzahl an Sternen. Die Runde war für mich auch relativ gut. Zu den Base EP, das wurde ja nochmal genervt. Also da werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr so hohe Zahlen erreichen. Ich wünsche euch jetzt viel Glück beim D-Day-Event, dass ihr euch soweit gut durchspielt, alle Tarnungen, alle Kapitäne und alles weitere euch einverleiben könnt. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Tutorial zum D-Day-Event gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da, wenn ihr noch Fragen habt. Und dann würde ich mich selbstverständlich auch noch über ein Abo freuen. Ich bedanke mich vielmals fürs Reinschauen. Die Mütze ist raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.